Hi und herzlich willkommen zu unserem Videopodcast Impact Häppchen. Mein Name ist Eva Jakob und ich bin Juniorprofessorin für Social Entrepreneurship. Und ich bin David Strauch-Spiering, Doktorand bei EVA. Wir bringen euch Erkenntnisse aus der Wissenschaft in euer Impact-Startup. Und zwar sind es Erkenntnisse, damit ihr selbst etwas lernt, reflektieren könnt und einfach inspiriert werdet. Alle Informationen, auf die wir uns hier beziehen, stammen aus zwei Quellen. Zum einen aus wissenschaftlichen Studien, die in den Top-Journals veröffentlicht sind. Zum anderen, wie könnte es besser sein, sprechen wir mit Gründerinnen und Gründern und Experten und Expertinnen aus der Praxis und der Wissenschaft. Für diese Folge haben wir gesprochen mit Michael Spitzbart, der seine Erfahrungen aus seinem Scheitern mit Bleed berichtet, und Professor Dr. Holger Patzelt von der Technischen Universität München, der seit Jahren Forschung in dem Bereich Scheitern mit Startups macht. Scheitern, ein Wort, das wir ungern aussprechen, und doch begleitet es jede Gründung von Anfang an. Du bist gestartet mit deiner großen Vision, du gibst alles und plötzlich läuft es nicht mehr. Ein Kunde springt ab, das Konto wird knapp, die Zweifel kommen. Unter Scheitern verstehen wir den Moment, in dem ein Startup oder eine Gründerin, ein Gründer nicht mehr weitermachen kann. Zum Beispiel, weil sich das Geschäftsmodell finanziell nicht mehr trägt oder die persönliche Belastungsgrenze erreicht ist. Scheitern kann also die Unternehmensebene als auch die individuelle persönliche Ebene betreffen. Weil dich als Gründerin oder Gründer das Scheitern so unmittelbar betreffen kann, schauen wir uns das heute genauer an. Wir sprechen darüber, was psychologisch passiert, wenn dein Projekt ins Wanken gerät und wie du innerlich besser mit der Angst vor dem Scheitern umgehen kannst. Deine 2-Minuten-Terrine. Scheitern kann jedem passieren. Ganz gleich, ob du gerade zum ersten Mal oder schon mehrfach erfolgreich gegründet hast. Die Angst vor dem Scheitern kann dich antreiben, aber sie kann dich auch schwer belasten. Gerade im Impact-Bereich, wo Purpose und persönliches Engagement besonders nah am eigenen Selbstbild liegen, trifft ein mögliches Scheitern oft direkt ins Innerste. Diese Studie zeigt, wie du die Angst vor dem Scheitern wirksam regulierst. Dafür brauchst du Selbstmitgefühl, das aus 3 Bausteinen besteht. Erstens, Mindful Acceptance heißt, dass du eine achtsame Wahrnehmung negativer Gedanken und Gefühle hast, ohne sie zu verdrängen oder überzudramatisieren. Zweitens, Common Humanity. Das ist das Bewusstsein, dass schwierige Phasen nun mal Teil des Lebens sind und du damit nicht alleine bist. Drittens, Self-Kindness heißt, dass du dir selbst mit Verständnis und Nachsicht begegnest. Gerade dann, wenn etwas mal nicht gelingt. Leichter gesagt als getan, oder? Damit es im Alltag leichter wird, mit der Angst vor dem Scheitern umzugehen, haben wir einen Praxistipp aus der Studie für dich. Denn Selbstmitgefühl lässt sich trainieren und das sogar sehr niederschwellig. Schon eine 9-minütige Loving Kindness Meditation kann bei Gründerinnen und Gründern die Angstreaktion auf ein Negativszenario messbar reduzieren. Noch nie gehört? Loving Kindness Meditation ist eine Meditationsform, die positive Emotionen stärkt und den Blick innerlich wieder in Richtung Freundlichkeit statt Selbstkritik lenkt. Sie kann helfen, Angst vor dem Scheitern vorzubeugen, Stress abzubauen und abends leichter runterzufahren. Und mal ehrlich, wer wünscht sich das denn nicht? Kurz gesagt, mehr Selbstmitgefühl, weniger lebende Angst vor dem Scheitern. Damit macht diese Studie nochmal deutlich: Selbstmitgefühl ist kein Wohlfühlextra, sondern eine unternehmerische Kernkompetenz, die du selbst in der Hand hast. Der Academic Snack. Welcome zum Academic Snack. Heute mit Professor Holger Patzelt von der Technischen Universität München. Herzlich willkommen, Holger. Ja, vielen Dank für die Einladung, Eva. Ich bin gespannt und freue mich auf die nächsten Minuten. Ja, wir sprechen ja heute über das Thema Scheitern, freuen uns darüber, jetzt mit dir ins Gespräch zu kommen, so sehr man sich jetzt auch über Scheitern und ein Gespräch darüber freuen kann. Aber damit die anderen erstmal so ein bisschen wissen, warum wir ausgerechnet dich eingeladen haben, ein kleiner Background-Check zu dir, Holger. Du bist seit über 15 Jahren Professor in München an der TUM und im Prinzip damit einer der ersten deiner Zunft an der Stelle. Und du hast jetzt seitdem auch schon Startup-Teams vor allem begleitet, da du jetzt über dem TUM-Inkubator, der damals neu entstanden ist, sitzt und damit quasi tagtäglich die Teams siehst und natürlich in deiner Forschung die Teams auch begleitest. Und da ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch was schon mal nicht so gelaufen, wie es sollte. Und darüber hast du auch einiges publiziert. Und nur damit die anderen mal ein bisschen ein Gefühl dafür haben, dass wir uns so besonders freuen, dich als Gast zu haben. Du bist in der Wissenschaftswelt so ein, ja, würde man schon fast sagen, Superstar mit über 20.000 Zitationen. Das ist ein bisschen so die Währung im Wissenschaftssystem, vielleicht gleichzusetzen mit Instagram-Followern oder LinkedIn-Followern in anderen Sphären.
Deswegen freuen wir uns, mit dir jetzt so einen Experten da zu haben. Und damit, wo wir mit starten wollen, ist aber erstmal die Frage: Was heißt denn jetzt eigentlich Scheitern und was versteht die Wissenschaft unter Scheitern im Entrepreneurship-Kontext? Ja, danke für die nette Einführung. Im Entrepreneurship und Startup-Kontext ist Scheitern tatsächlich etwas mehr als nur einfach das Verfehlen von irgendwelchen Geschäftszielen. Also Scheitern in dem Kontext, den wir anschauen, ist wirklich oft der Verlust der Firma für die Gründen, und das ist verbunden auch oft mit sehr schmerzhaften persönlichen Erfahrungen. Also die Entrepreneure haben ja oft Jahre an Herzblut und Arbeit in ihre Firma gesteckt und bezeichnen das oft als ihr Baby. Und da ist Scheitern dann schon etwas, das das Leben, aber auch das Umfeld, die Familie sehr durcheinanderwürfelt und auch sehr belastend ist. Und da muss man natürlich Wege finden, dann auch mit so einer schweren Phase zurechtzukommen und damit umzugehen. Wir haben vorab mit Michael Spitzbart gesprochen, Gründer von Pikea und ehemaliger Gründer von Bleed. Und wir hören jetzt mal rein, was Michael gesagt hat zum Thema Scheitern. Ja, eigentlich vor 2 Jahren bin ich mit meinem alten Projekt Bleed Clothing gescheitert. Das ist eine Marke, die sich mit nachhaltigen Textilien beschäftigt hat, die ich vor 15 Jahren gegründet habe. Und ja, die ist ja, im Jahr 2023 aufgrund von diversen Polykrisen ja, leider gegen die Wand gefahren. Und ich habe dann im Januar entschieden, Januar 24, erstmal als Snowboardlehrer weiterzumachen. Ja, man musste irgendwie seinen Kopf neu ordnen und sich auch selber erstmal im Klaren werden, okay, gut, will ich überhaupt noch in Textil und Bekleidung bleiben? Will ich vielleicht mal was anderes machen? Was weiß denn eigentlich die Forschung dazu, wie Entrepreneure auf das Scheitern reagieren, wie sie vielleicht auch unterschiedlich aufs Scheitern reagieren? Also der Michael Spitzbart ist sicherlich keine Ausnahme. Also ich kann mich ja auch an Fälle erinnern, wo dann die Entrepreneure nach dem Verlust ihrer Firma erstmal komplett von der Bildfläche verschwunden sind, also ihre Social-Media-Accounts gelöscht haben, Handys abgemeldet haben und für uns völlig unauffindbar waren. Und nach einem halben Jahr gehen sie dann plötzlich im Büro und sagen, so jetzt geht's wieder. Also, was man einfach sieht, ist, dass schon für die meisten das mit sehr starken negativen Emotionen verbunden ist. Und es gibt da 'ne Metapher, die das eigentlich sehr gut trifft, nämlich ist quasi schon wie ein Trauerprozess. Und natürlich ist es was Unterschiedliches, wenn man jetzt eine geliebte Person verliert oder eine Firma, aber die emotionale Reaktion, die ist tatsächlich recht ähnlich, und man sieht dann eben unmittelbare Konsequenzen wie Verzweiflung, Ratlosigkeit, Antriebslosigkeit bis hin zur Depression. Und dann man sieht auch quasi diesen Trauerzyklus, so dass am Anfang dieses Denial und psychologisch irgendwie gar nicht fassen können, was jetzt da passiert ist, bis hin dann zu eben diesen starken negativen Emotionen, und dann aber nach einem gewissen Prozess auch quasi eine, oft vielleicht sogar eine Erleichterung und im besten Falle dann natürlich auch ein Lernprozess, der einsetzt nach diesem tiefen Tal, und die Reflexion, was lief denn falsch, und was mache ich vielleicht auch beim nächsten Mal besser, wenn ich mich denn wieder motivieren kann, noch mal zu gründen. Jetzt haben wir viel über die emotionale Reaktion so direkt nach dem Scheitern gehört. Die Frage, wie handeln denn Entrepreneure? Dazu haben wir auch noch mal mit Michael gesprochen. Man hat Ware bekommen von seinen Lieferanten und kann die in diesem Fall dann auch nicht mehr regulär bezahlen und muss dann natürlich auch Lösungen finden. Jetzt ist es aber so, dass natürlich auch Banken, Kredite und so weiter und andere Geschichten auf der anderen Seite stehen. Und dann gibt es natürlich auch gewisse Rangfolgen. Und die Banken sind natürlich immer vorne dran. Und eigentlich aus ethischer Sicht hätte ich natürlich lieber meinen Lieferanten, mit denen ich seit über 10 Jahren eine Geschäftsbeziehung unterhalten habe, eine sehr familiäre und auch freundschaftliche Geschäftsbeziehung, zuerst helfen wollen. Ja, also dieses quasi ethische Dilemma, wie gehe ich denn damit um, wenn ich schon sehe, dass die Firma an die Wand führt? Das ist natürlich was, das ist sehr individuell, und man muss sich das ja vorstellen, dass die Entrepreneure da auch in einer emotionalen Ausnahmesituation sind, auch schon bevor sie dann im Endeffekt Insolvenz anmelden. Also das ist ja ein Prozess. Ähm, Es ist immer die Frage, wann ziehe ich denn jetzt genau den Stecker, und wie bereite ich sozusagen auch das darauf vor, um keine verbrannte Erde zu hinterlassen, aber das wird es immer geben. Also man muss sich da einfach bewusst sein, dass
wenn eine Firma insolvent geht, dann wird niemand Hurra schreien und am wenigsten die Entrepreneure selber, aber eben auch die Lieferanten nicht und die anderen Stakeholder werden vielleicht Kunden enttäuscht, Investoren werden sicherlich enttäuscht. Das ist ein 'n sehr chaotischer Prozess oft und, meine, wenn man quasi einen Rat geben will, auch vielleicht im persönlichen Umfeld, der Entrepreneure ist sicherlich einfach, dass man quasi Geduld mitbringt und dass man Verständnis mitbringt und dass man auch, Compassion, also Mitgefühl mitbringt, als einfach so eine schwierige Situation ist und auch jeder individuell damit umgeht. Da gibt es nicht wirklich ein Patentrezept, aber wir wissen natürlich aus vielen Studien, dass dieser soziale Support, den man im Umfeld hat, dass der einfach ganz wichtig ist, um durch den Prozess zu laufen und sich auch möglichst schnell und gut wieder daraus, äh, rauszuarbeiten. Denkst du denn, dass es für Impact-Entrepreneure, also die, die eben so ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen oder aufgebaut haben, noch mal was Spezielles gibt, was beim Thema Scheitern zum Tragen kommt? Also, tatsächlich ist es ein Fall, von bei Impact Entrepreneuren, der vielleicht noch schwerer wiegt, weil ja die, quasi ihre Mission, auch, in der Hilfe für andere, sehen und wenn sie nicht mehr in der Lage sind, diese Hilfe zu leisten, dann ist es natürlich auch 'n quasi ein doppeltes Versagen. Es ist nicht nur, dass ich die Firma nicht am Laufen halten kann, es ist auch, dass ich diese Hilfe nicht mehr leisten kann. Also, das ist schon das ist schon wirklich ein quasi der extreme Fall. Ähm, und, auch da wieder kann ich nur sagen, also, dass quasi der soziale Support und, die Unterstützung von allen Seiten eigentlich, das ist, wie man den Leuten helfen kann. Und im Nachhinein natürlich, äh, kommt man dann vielleicht zu dem Schluss: „Na ja, ich habe wenigstens versucht zu helfen oder in der Zeit, in der das Venture aktiv war, konnte ich ja auch helfen.“ Aber, dann, wenn man, quasi sieht, dass ich nicht nur die Mitarbeiter entlassen muss, sondern vielleicht da draußen auch, Dutzende und Hunderte von Leute sind, die meine Hilfe nicht mehr empfangen können und da vielleicht in eine noch schwierigere Situation kommen, ist es natürlich schon extrem schwer mental zu verarbeiten. Also, deshalb gebe ich dir schon recht, für Impact-Entrepreneure hat das wahrscheinlich noch mal 'ne zusätzliche Dimension, auch wenn es für, normale kommerziell orientierte Entrepreneure schon auch, sehr schwer zu verarbeiten ist. Ja, also sozusagen 'n Double Fail im Zweifel, der noch mal anders wiegen kann, ja. Du hattest ja vorhin schon mal kurz über das Umfeld gesprochen. Würde mich sowieso generell jetzt mal noch interessieren, wie denn das Umfeld aufs Scheitern reagiert, ähm, und ob es da vielleicht auch noch mal was Spezielles im Entrepreneurship-Bereich gibt. Weil wir hatten ja vorher so ein bisschen mehr darüber gesprochen, wie geht jetzt ein Entrepreneur mit so einem Failure um? Was heißt das für denjenigen? Wie kann er darauf reagieren? Und jetzt ein bisschen die Frage, was heißt das für das Umfeld? Wie kann ein Umfeld reagieren oder wie reagieren denn die Umfelder, zum Thema Scheitern? Ja, das Umfeld ist natürlich sehr divers. Also, wenn man sich jetzt, beispielsweise mal die Familie vorstellt, des Entrepreneurs, dann hängt natürlich auch da der Umgang, von den Implikationen für die Familie ab. Also, bin ich jemand, der gescheitert ist und der vielleicht auch, sein Haus, mit aufs Spiel gesetzt hat, ja, und, die Familie, muss dann vielleicht in eine günstigere Unterkunft ziehen und dann hat das ja wirklich massive Auswirkungen auch auf, die Frau, den Mann, die Kinder. Und, da ist es natürlich schon vorhersehbar, dass das tiefere, Krisen gibt. Wenn man jetzt, Risikokapitalinvestoren anschaut beispielsweise und die zum Umfeld definiert, ja, also für die ist es natürlich auch nicht so, worüber sie sich freuen, aber da ist Scheitern auch etwas Normales und das ist vom Mindset ja eher so, dass sie sagen: „Okay, ich will unter 10 Investments jetzt ein oder 2 richtig gut laufende haben und ich weiß aber schon, dass, 7 von 10 werde ich einfach abschreiben müssen.“ Das heißt, die gehen dann natürlich anders damit um. Ähm, Das ist, für die Gründenden, oder für die Gescheiterten, vielleicht tröstlich zu wissen, aber es ist natürlich nichts, was jetzt in dem Moment, dann, besonders über die Krise hinweg hilft, ja. Also, bei Lieferanten und anderen Geschäftsbeziehungen ist es ein bisschen ähnlich. Da geht man mit Sicherheit professioneller damit um. Umgekehrt sind das natürlich dann auch die Parteien im Umfeld, von denen man dann relativ wenig, Unterstützung oft erwarten kann. Also, die meisten Investoren oder Lieferanten werden einem nicht auf die Schulter klopfen und sagen: „Ja, er wird schon wieder“, sondern das ist dann eigentlich das persönliche Umfeld, das da mehr zum Tragen kommt. Wir hatten auch mit Michael dazu gesprochen. Er hatte eine Frage
zum Thema Umgang mit Scheitern. Und da hat er gefragt, inwiefern denn der kulturelle Kontext vielleicht nochmal Unterschiede macht. Also im Sinne von, wie geht man eigentlich in Deutschland versus anderen Ländern mit dem Thema Scheitern unter Startups, Impact-Startups um? Also, ich glaube tatsächlich, wir sind da irgendwo so in der Mitte. Also, wenn man natürlich jetzt, in die angelsächsische Kultur schaut, da ist, Scheitern schon ein bisschen normaler als bei uns. Nichts, was man gerne macht, aber trotzdem, wisst man zum Beispiel aus Studien, wenn, ich, einmal gescheitert bin und in Amerika, Risikokapital suche, dann habe ich eigentlich eine bessere Chance, als wie wenn ich es noch gar nicht versucht habe vorher, weil die Annahme implizit ist, dass ich halt durch mein Scheitern viel gelernt habe. Und das ist bei uns anders. Also quasi jedes zusätzliche Scheitern macht es schwerer, wieder an Kapital zu kommen. Also da haben wir sicherlich kulturell noch ein bisschen Aufholbedarf, auch was die Akzeptanz angeht in der Gesellschaft oder auch in der Business Community. Allerdings gibt es auch noch deutlich härtere Kulturen, was den Umgang mit Scheitern umgeht. Ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Studenten, den ich mal hatte. Es war ein MBA-Student aus Indien. Und als ich ihn fragte, warum er denn das Programm macht, hat er gesagt, ja, weil er zu Hause als Unternehmer gescheitert ist. Und ich dachte dann, er will halt was lernen und es beim nächsten Mal besser machen. Aber er hat mir dann erklärt, dass er aus einem Dorf kommt und mit 3000 Leute in seinem Textilunternehmen gearbeitet hatten. Und also quasi das halbe Dorf und danach er so an Ansehen verloren hat und so viele Anfeindungen auch gekriegt hat von den Familien der Leute, die er alle entlassen musste, dass er regelrecht geflohen ist und jetzt hofft, dass er nach 1, 2, 3 Jahren vielleicht wieder zurückkehren kann und da äh, auf mehr Vergebung quasi in seiner Kultur hoffen kann und auch wieder dort leben kann, wo er herkommt. Also, wir sind da so Ja, extrem wow, nicht, ja. aber wir sind da vielleicht so in der Mitte und trotzdem muss man sagen, dass wir's in Deutschland jetzt Scheiternden noch nicht so leicht machen muss. Wo ich nicht so großer Fan bin, vielleicht auch hier gesagt, das sind solche Events wie so Fuck-up-Nights oder sowas, was man ja hat, wo man ja regelrecht irgendwie sagt, ja, Scheitern, das ist ja auch was Cooles, ja, und also das ist es einfach nicht, ja. Also, wenn Unternehmer ehrlich sind, und Unternehmerinnen, die gescheitert sind, dann es fühlt sich einfach total mies an und kein Mensch mag es machen, ja. Also, das ist wirklich eine harte Zeit und es gibt auch keinen Grund, das zu feiern. Es gibt einen Grund, daraus zu lernen und es nicht zu verteufeln. Aber das ist immer noch was, wo die Kultur natürlich eine große Rolle spielt, inwieweit das denn möglich ist. Da vielleicht abschließend die Frage, wie kriegen wir es denn dann hin, produktiven Umgang mit Scheitern zu haben? Vielleicht auch aus dem Nähkästchen bei euch geplaudert, und auch generell von dem, was du aus Studien weißt. Was macht denn Sinn? Wie kann man mit Scheitern vernünftig umgehen, auch im Sinne des Umfelds, und auch im Sinne des jemand ist gescheitert und können auch andere daraus lernen? Was ist denn dann aus deiner Sicht ein guter Umgang? Also, ich glaube schon, dass Rollenmodelle 'ne große Rolle spielen können hier, also insbesondere natürlich von Leuten, die vielleicht ein oder zweimal 'ne Firma äh, gegen die Wand gefahren haben und dann mit der zweiten, dritten, vierten erfolgreich waren. Das sind auch die Leute, die ich versuche, in meine Vorlesung einzubinden beispielsweise, also dass man auch den jungen Studierenden gerade so ein bisschen die Angst nimmt. Ich glaube, das ist wichtig. Es ist auch wichtig zu betonen, dass eben eine Lernerfahrung auch jede Gründung ist, ja. Also, nicht jede Gründung ist 'ne Möglichkeit, reich zu werden, sondern es ist gerade für junge Leute eine Lernerfahrung. Und ich höre auch immer mehr aus großen Firmen, wenn sie einstellen, dann wollen die ja oft auch dieses innovative, unternehmerische Mindset in ihren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da ist es oft wirklich ein Vorteil zu sagen, ich habe da jetzt 2, 3 Jahre an einem Gründungsprojekt gearbeitet und das ist nichts geworden. Und deshalb bewerbe ich mich jetzt auch bei Ihnen. Ich glaube, da hat schon ein Umdenken stattgefunden, auch in großen Firmen zu sagen, wir wollen Leute, die halt proaktiv auch mal was ausprobieren und in der unsicheren Welt heute da ist es auch für Corporates einfach eine wichtige Eigenschaft, die Mitarbeitende mitbringen. Und wenn man das den gerade den Studierenden jetzt an der Uni eben bewusst macht, dann glaube ich,
ist es auch hilfreich, soll es denn dann tatsächlich nicht klappen? Denn die meisten Fälle klappen ja nicht. Also das muss man ja auch sehen, in unterschiedlichen Stadien. Aber es ist immer eigentlich eine Lernerfahrung. Danke, Holger, für die vielen Insights. Super Gespräch. Da hast du für die Impact Community mal die Türen in die Wissenschaft geöffnet und bestimmt den ein oder anderen Insight mitgeliefert. Danke dafür. Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht. Dein Absacker. Eva, was sind deine Top-Insights, die du heute aus dem Gespräch mit Holger und mit Michael für dich mitnehmen kannst? Die Gespräche haben mir nochmal ganz klar gezeigt, Scheitern ist keine Party. Das hat echt Konsequenzen für die Entrepreneurs, für ihr Umfeld, bis hin dazu, dass Entrepreneurs sogar komplett von der Bildfläche verschwinden. Holger hat uns gezeigt, dass es auch darauf ankommt, wo du scheiterst. Also scheiterst du in den USA, wirkt das ganz anders auf dich als Gründer und auf deine zukünftigen Pläne, als wenn du in Asien, zum Beispiel in Indien, scheiterst. In Indien führte ein Scheitern eines Entrepreneurs dazu, dass der Gründer sogar sein Land verlassen musste. Ja, echt spannend. Vielleicht gehört aber eben auch dieses von der Bildfläche verschwinden zu diesem ganzen Prozess, den ja Holger mit so einem Trauerprozess verglichen hat. Und vielleicht wäre es gut, den Entrepreneurs auch da entsprechend Raum und Verständnis zu bieten. In unseren beiden weiteren Folgen sprechen wir noch über Passion, unternehmerische Leidenschaft und über das Wohlbefinden der Entrepreneurs. Wir glauben, dass das auch 2 Tools sein können, mit denen man zumindest diese Reise des Scheiterns begleiten kann. Deswegen schaut euch auf jeden Fall unsere weiteren Folgen an.